Moin zusammen und willkommen in meiner Rumpelecke. Ich komme gerade von einer 12-tägigen fantastischen Tour durch die Schweizer und französischen Alpen. Dazu aber in einem späteren Video mehr. Subscribe. Motherfucker. Während ich mich hier aber durch mein Zeug wühle, fällt mir nicht nur auf, wie effizient ich doch wieder für die Reise gepackt habe, auch mit welchen kleinen Goodies ich mir das Reisen mit dem Motorrad über die Jahre optimiert und komfortabler gestaltet habe. Und natürlich spreche ich da jetzt nicht von Selbstverständlichkeiten wie eine Regenkombi oder Putztücher fürs Visier, sondern von Kleinigkeiten, die man sich über die Jahre irgendwo abgeguckt oder sich selbst zugelegt hat und seitdem auf keinen Trip mehr missen will. Deshalb gibt es live aus meiner Rumpelecke ein Quick and Dirty Video, 9 kleine Helferlein, die auf keiner Motorradtour fehlen dürfen. Kandidat Nummer 1, Einlegesohlen und nicht die orthopädischen. Die Marke ist dabei völlig egal. Jetzt mal ehrlich, Freunde, das, was aus unseren Stiefeln so dampft, ist halt kein Chanel Nummer 5. Jenseits der 28-Grad-Marke machen die Dinger tatsächlich einen Unterschied, ob ihr abends beim Ausziehen von alleine aus den Stiefeln kippt oder noch bei vollem Bewusstsein ein Abschussbier trinken könnt. Um eins vorweg klarzustellen, eure Füße bzw. Stiefel werden mit den Dingern nach 8 Stunden Fahrt noch immer nicht nach französischen Lavendelfeldern duften. Aber zwischen Müllkippe im Sommer und Haushaltsmüll gibt es halt auch wahrnehmbare Nuancen. Antibakterielle Oberfläche gegen Geruchsentwicklung mit frische. Fakt ist, die saugen tatsächlich den Schweiß auf und neutralisieren den würzigen Duft zu einem bestimmten Maß. Vor der Tour eine Sohle in jedem Stiefel und das reicht für eine 2-Wochen-Tour auf jeden Fall aus. Eure eigene Nase, Tourenpartner, Zelt- oder Zimmergenossen werden es euch danken. Und nein, die kommen da nicht in Sondermüll, ganz normaler Hausmüll. Wenn wir schon bei den Füßen sind, was ist schlimmer als schwitzende Füße in Stiefeln? Richtig, nasse Füße in nassen Stiefeln. Da helfen auch die Einlegesohlen nichts mehr. Wenn man aber doch mal einen Regentag erwischt, versagen irgendwann auch die besten wasserfesten Stiefel. Bevor euch also die Dschungelfäule irgendwann einholt oder ihr vor Kälte den Reinhold Messner macht, mein Tipp, spart euch die klobigen Regenüberzieher, holt euch Einweg Schuhüberzieher. 10 Stück für 10 € reichen für eine Ewigkeit, kann man immer wieder benutzen. Und ich ziehe die Dinger erst über die Füße und schlüpfe dann direkt in die Stiefel. So könnt ihr stundenlang durch den Regen fahren. Anständige Regenkombi vorausgesetzt. Alternativ könnt ihr auch 2 Tüten in eurer Schuhgröße mitnehmen. Und wenn ihr schon unterwegs seid und es morgens schüttet, die Mülltüten aus eurem Hotelzimmer sind besser als gar nichts. Und danach könnt ihr sogar eure Einlegesohlen darin entsorgen. Nice. Goodie Nummer 3 löst dasselbe Problem und ihr bekommt es an fast jeder Tankstelle kostenlos. Dieselhandschuhe. Aber mein Bike tankt doch kein Diesel. Nicht zum Tanken, sondern zum Fahren. Genauso wie die Füße gammeln oder frieren euch die Griffe nach einer Zeit im Regen ab. I better use my strong hand. Kurz mal an die Tankstelle gefahren und einen Satz Handschuhe stibitzt. Oder 2. Schon bleiben die Griffe trocken und die Kälte zieht euch deutlich weniger durch die Knochen. Und wenn wir schon bei den Griffeln sind, ein zweites Paar Handschuhe könnt ihr getrost zu Hause lassen. Wenn es oben auf dem Pass mal kälter wird, besorgt euch ein zweites Paar dünne Handschuhe. Die zieht ihr unter eure normalen Lederhandschuhe an. Ja, es ist etwas enger geworden. That's what he said, right? Aber die halten auf jeden Fall eine Weile warm. Spätestens bis zur nächsten Kaffeepause. So, das nächste kleine Helferlein haben die meisten schon unter der Sitzbank. Ich spreche da nicht vom Bordwerkzeug, da, Thanks, Captain Obvious. sondern von Helmschlössern. Bei mir sind sogar 2 dabei.
So simpel wie genial. Man hat ja schon ein Schloss, nämlich das Sitzbankschloss und braucht nur irgendwie einen Haken unter der Sitzbank. Bei mir natürlich vorinstalliert. Fest ist das Ding. Wir schleppen ja eh schon mal so viel Gelump mit. Und wenn man eins davon wenigstens mal am Bike zurücklassen kann, solltet ihr die Chance auf jeden Fall nutzen. Aber um eins nochmal klarzustellen, dass so ein Drehtchen hier nicht das sicherste von der Welt ist. Und wenn eure Karre nicht von Haus aus mit solchen Dingern gesegnet ist, dann geht halt in den Baumarkt und kauft euch so ein Draht, Bountenzug, Dings, ein paar Schraubklemmen und tüttelt euch da 2 Schleifen rein. Ich habe mir mal so ein 200 Meter Ding gekauft. That's what she said. Damit ich auf Touren mit mehreren Leuten alle Helme auf einmal abschließen kann. So, und wenn wir schon die Sitzbank runter haben, kommen wir gleich zum nächsten kleinen Helferlein. Und ich spreche da nicht von der obligatorischen Warnweste, die immer dabei sein sollte. Ich spreche von dem kleinen Freund. Eine kleine Reisetube Kettenspray. Vor allem, wenn man 1-2 Wochen unterwegs ist und einige 1000 Kilometer abspult, da muss der Eumel hier auch mal gepflegt werden. Und statt hier so einen Klopper mitzuschleppen, der viel zu viel Platz wegnimmt, beißt einmal in den sauren Apfel und kauft für völlig überteuerte 7, 8, 9 Euro so eine kleine Reisedose. Sollte die mal leer sein, bloß nicht wegschmeißen. Kauft euch so eine ordentliche große Dose. Wenn ich die Pinöpel hier mal abkrieg, womit ihr, wenn ihr zu Hause seid, eure Kette schmiert. Ordentlich schütteln und drauf pinnen. Und schon lädt man den kleinen Freund wieder auf. Das macht man 6, 7 Mal. Da hat man wieder genug Kettenspray für unterwegs. Und denkt daran, nicht morgens, bevor ihr wieder durchstartet, die Kette fetten, sondern den Abend zuvor. Sonst schleudert sich das eh gleich wieder ab und dann habt ihr nichts davon. Ein weiterer Kandidat aus der Kategorie Ich will ja nicht immer alles mitschleppen. Besorgt euch eine Herrenhandtasche. Nicht sowas, sondern eine kleine Umhängetasche, die im besten Fall in euren Tankrucksack passt und wo ihr alle Wertsachen, Brille, Portemonnaie, Handy, Papiere ganz fix verstauen und beim Verlassen der Karre umhängen könnt. Und ganz ehrlich, so einen ganzen Tankrucksack will man halt auch nicht in der Stadt oder am Strand die ganze Zeit mitschleppen. Und das nächste Goodie, jahrelang von mir ignoriert und jetzt nicht mehr wegzudenken, Ohrstöpsel. Ehrlich, Freunde, die Dinger sind nicht nur was für Leute, die einen seligen Schlaf suchen, sondern auch Wert auf ihr Gehör legen. 8 Stunden Fahrtwind und Motorengeräusche müssen zwar nicht zwangsläufig zum Hörschaden führen, aber sehr wohl habe ich davon abends schon so ein Rauschen, Brummen im Ohr. Für die Autobahn, wenn man mal fix von A nach B kommen muss, nutze ich die Sena Moto Pro. Durch das konische Lamellendesign sollten die eigentlich in jedes Ohr passen. Aber Achtung, die sind meines Erachtens schon fast zu dicht. Mit 5 Euro sind die Silikonstöpsel von Wellnoise eine Top-Alternative fürs normale Tourenfahren. Die sind halt wie Knetgummi und die kriegt man so auf jeden Fall in den kleinsten Hörkanal. Ich habe immer beide dabei. Nehmen ja nicht so viel Platz weg. Und zum Schluss müsst ihr nochmal ganz stark sein. Feuchttücher. Ich weiß, hört mich erst an. Nicht nur zu Zeiten von Covid-19 ist es nett, sich zwischendurch mal die Pfoten zu säubern. Yeah, wash your hands. Kaffeepause mit gezuckertem Gebäck, Bremsstaub auf den Ventilkappen, stinkendes Kettenspray. All das will man ja nicht zurück in die sommerlich verschwitzten Lederhandschuhe schmieren. Hast du recht. Also, Tüchlein raus, Griffel putzen, tut nicht weh. So, das war's mit meinen kleinen Helferlein. Was habt ihr denn so auf Reisen dabei? Schreibt's bitte in die Kommentare. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.